So, ich darf euch zum neuen aktuellen Tech Talk begrüßen. Heute wieder zu Gast Dennis mit seinem YouTube-Kanal Raspberry Pi Cloud. Schön, dich mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Du warst ja schon mal bei uns in Falkenstein. Korrekt. Und heute in Nürnberg. Ja. Das erste Mal auf in meinem Nürnberg. persönlichen Wunsch, dass wir gesagt haben, wir schauen uns auch mal die Räumlichkeiten in Nürnberg an. Ja. Genauso traumhaft. Wir haben ja vor einiger Zeit die neuen CCX-Tarife bei uns online gebracht. Für alle, die es nicht wissen, wir haben jetzt eine neue Preisanpassung, neue Generationen in der CCX-Linie und du hast dir das Ganze ja schon mal angeschaut. Absolut. Also ich kann sofort sagen, das Erste, was mir aufgefallen ist, natürlich der Preis. Das ist natürlich der Oberknaller. Man fällt sofort drüber über dieses Thema, man sieht sofort in der ganzen Tabelle die Preiskalkulation und man wundert sich sofort, viel höhere Performance, wird zumindest immer überall gesagt. Ich habe es ausprobiert, kommen wir gleich noch zu. Ja. Und dann dazu halt eben noch der Preis, mega. Aber erzähl mir doch einfach mal ein bisschen mehr über das Thema. Ja, also bei uns ist es ja so, wir haben ja eigentlich zwei Tarifgruppen, nenne ich es jetzt mal. Wir haben die Shared, wir haben die Dedicated. Ja. Und auf der Shared-Seite haben wir dann nochmal die Unterscheidung zwischen x86 und den ARM-Systemen. Und Dedicated und Shared kann man allgemein eigentlich sagen, hast du eine hohe Last, eine hohe dauerhafte Last, dann würden wir empfehlen, geh auf die Dedicated-Seite, denn da sind auch einfach weniger Kunden auf einem Host. Du hast einfach zugesicherte Performance. Korrekt. Und damit hast du einfach eine gleichbleibende Performance. Von meiner Kundenseite her ist es definitiv die gute Lösung. Ich kann so viele Applikationen haben, wo ich wirklich diese Power einfach durchgehend brauche und auch geradlinig brauche und nicht dadurch irgendwelche Schwankungen habe, eventuell wie aus dem Shared-Bereich, obwohl ich da eigentlich noch gar keine großen Schwankungen gesehen habe. Also ich persönlich kann das schon mal gut gar nicht berichten, dass ich da irgendwelche Einbrüche hatte oder zu irgendwelchen Stoßzeiten kann ich überhaupt gar nicht berichten. Aber trotzdem, wenn ich die Gewissheit haben will, dass ich geradlinig die volle Dedicated Power habe im Cloud-Bereich, bin ich da genau richtig aufgehoben. So, jetzt haben wir ja ein bisschen mal drüber gesprochen gehabt, Shared Dedicated. Wie sind eigentlich so deine Pläne oder was nutzt du denn eigentlich hauptsächlich? Die Frage ist relativ einfach. Ich habe meine dedizierten Instanzen bereits umgezogen. Das war für mich eine relativ klare Sache. Deutlich mehr Performance versus ich spare mir sogar noch ein paar Euro. Für mich war die Migration relativ einfach mit meinen Applikationen. Ich hoffe da draußen an alle auch, dass die auch die Migration anstreben, denn ganz ehrlich, wir haben eine absolute Win-Win-Situation. Ihr habt eine Win-Situation, wir haben eine Win-Situation. Also ja, ich beantworte die Frage ganz klar mit, ich bin bereits fertig. Die Frage ist, wann sind die Leute da draußen fertig? Also meine Erfahrungen sind bisher natürlich grandios gewesen. Wir haben auf meiner Sicht natürlich erstmal geschaut, woher kommt der Preis? Das war für uns das allererste, was wir geschaut haben. So ein toller Preis zum Vergleich zu vorher natürlich. Ja. Das heißt, wir haben erstmal Shared-Instanzen ausgerollt, wir haben alte, in Anführungszeichen, CX-Instanzen ausgerollt und haben daneben einfach CCX-Instanzen ausgerollt. Okay. Und haben einfach mal geschaut und haben so ein paar Memory-Tests, ein paar CPU-Tests fahren lassen und haben geschaut, wo bewegt sich das Ganze überhaupt hin. Und ganz klar, die Erfahrung war einfach so grandios, dass wir wirklich mit einem Hälfte des Preises, muss ich ja dazu sagen, also ich glaube fast 51% weniger bei viel mehr Performance. Das war einfach wirklich grandios. Und wir haben gesagt, alles klar, es ist nur die Frage der Zeit, dass ihr eure Kunden jetzt auf die neuen CCX bringen müsst. Das ist natürlich ein durchgehender Prozess. Da ist natürlich, seid nicht nur ihr verantwortlich, sondern der Kunde selber. Genau. Und ich denke mal, das wird euer Anliegen sein, die Kunden da schnell auf CCX zu bringen. Ja, also wir wollen ja den Performance-Gewinn einfach auch den Kunden mitgeben, aber gleichzeitig natürlich auch den, der wirklich auf den kleinen Preis achtet, trotzdem weiterhin den Shared-Bereich anbieten. Absolut. Und auch da gibt es ja genügend Anwendungsfälle, die man nutzen kann. Sei es jetzt auch bei gleichbleibenden Lasten Anwendungsfälle. Ja. Klar würde man jetzt einfach sagen, Machine Learning, vielleicht irgendwas Big Data, vielleicht stark frequentierte Webseiten. Ja. Die sind wirklich prädestiniert, auf den Dedicated laufen zu lassen. Auf dem Shared ist es aber genauso möglich. Wie gesagt, Qualität ist gleich, aber Einbußen sind einfach anzunehmen. Können da sein, aber habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber trotzdem Dedicated, es gibt genug Anforderungen, wirklich sagen, nein, mein Server, meine Instanz, wenn ich die Performance brauche, dann soll sie abrufbar sein. Und das bietet ihr mit dem Produkt ganz einfach. Und das ist einfach wirklich grandios. Ja. Und bei uns ist es ja wirklich so wie du es gerade schon angesprochen hattest für den Preis. Wir hatten uns natürlich auch neuere Generationen, die wir mit aufgenommen haben. Was wir damit natürlich mitgehen, ist ja jetzt eben auch eine höhere Kernanzahl pro Host-System und damit natürlich auch eine Verdichtung. So, und die geben wir einfach den Kunden weiter. Dadurch ist auch genau dieses, ich nenne es jetzt mal Preisgefälle, auch entstanden. Ja. Also, Dankeschön, dass du da warst und dass wir darüber sprechen konnten, über deine Erfahrungen mit den CCX-Tarifen. Und auch euch möchte ich danken fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.